Neulich haben wir über das letzte Need for Speed Update gesprochen und es lohnt sich übers nächste zum Sprechen, denn dieses könnte man im Grunde das Underground Update nennen. Und das heißt nicht nur Underground, weil es irgendwie cool klingt und an die alten Teile erinnert, nein, es ist daran angelehnt und inspiriert. Und was das bedeutet, was euch da erwarten könnte, das klären wir in diesem Video. Vielen Dank mal wieder fürs Einschalten und los geht's. Ja, das Need for Speed Unbound Update hat so einiges geändert. Das Spiel kommt bei vielen mittlerweile etwas besser an und ich persönlich selbst empfehle sogar Leuten, da nochmal einen Blick reinzuwerfen, vor allem um sich mal die Audis zu geben, wegen dem neuen Handling-Modell, welches im Moment nur die Wagen haben, aber möglicherweise wird das noch auf andere übertragen, denn das ist einfach auch nur eine Testphase. Auf jeden Fall hat sich viel getan, die Spielerzahlen haben sich zum Positiven entwickelt, sie sind auf jeden Fall höher gegangen. In den letzten 3 Monaten habe ich das mal nachgeschaut und wir erinnern uns, wir hatten teilweise Spielerzahlen von, ja, so 300 in den letzten 24 Stunden oder 1000, ne, so irgendwie zwischen 300 und 1000, immer ganz unterschiedlich und jetzt haben wir mittlerweile Peaks in den letzten 24 Stunden von 4.000 bis 5.000 und das ist eine gewaltige Steigerung, da muss man sagen, ja, da haben sie auf jeden Fall was richtig gemacht und natürlich, ne, wie gesagt, das nächste Update wird das Underground Update. Und ob es jetzt pünktlich kommt mit dem Ende des aktuellen Speedpasses, das ist ja markiert, ne? Da hat man die Anzeige, dass er so und so viele Tage noch da ist, bis er endet, der Speedpass. Und ob dann am Tag 0 das nächste Update schon vor der Tür steht, ist so die Frage. Müssen wir mal abwarten. Aber ja, Unbound hat sich verbessert, kann man im Großen und Ganzen sagen. Und wir schauen jetzt mal, was da auf uns zukommen könnte. Denn das nächste soll von Need for Speed Underground inspiriert sein, was Driften und Dragrennen angeht. Und ja, in der Hinsicht ist Underground ja einer der heftigsten Teile eigentlich von Need for Speed. Was meinen Geschmack angeht, sag ich mal, hat Need for Speed Pro Street die besten Dragrennen, aber Underground kommt sofort danach, weil in Underground fährst du einfach geradeaus, hast ein Wahnsinnsgeschwindigkeitsgefühl und die Gefahr des Unfalls ist höher als sonst irgendwas. Also wirklich, wer dieses Spiel gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Es kann natürlich auch frustrierend sein manchmal, also, weil die Gegner halt auch sehr schnell sind und wenn die das in dieser Art bringen in Unbound, dann würde ich so hart abfeiern. Aber es ist natürlich eine Frage, ne? Eine Frage des Movements, würde ich eher sagen. Also die Kameraführung und so weiter. Man hat halt dieses Geschäkere da und so weiter im Original. Und ob man dieses Geschwindigkeitsgefühl in Unbound so rübergebracht kriegt, ist halt die eine Frage. Und die andere Frage ist, wie sieht das überhaupt aus map-technisch? Haben wir überhaupt genug Locations oder wird es da am Ende nur 1 oder 2 Drag-Strecken geben? Aber das können wir ja einfach nachprüfen. Wenn wir uns die Map angucken, finden wir gar nicht so viele lange Geraden. Klar, wir haben hier und da so die Autobahn, aber der Punkt ist, warum ich auch gerade gesagt habe, bei Underground fährst du halt geradeaus, war der, dass schon bei Underground 2 die Entwickler damit angefangen haben, Kurven und so weiter mit einzubauen und bis zu einem gewissen Grad ist das ja noch zu akzeptieren, finde ich jetzt persönlich. Aber es war mir schon zu viel. Und im Most Wanted war ja noch schlimmer. Ein Dragrennen hat in meinen Augen so zu sein wie entweder in Pro Street, in offizieller Ebene, ne, straight geradeaus mit Ampel und allem drum und dran. Oder wie halt in Underground, die illegale Weise. Ne, du hast da deine Starter, Leute und so weiter, aber trotzdem fährst du geradeaus. Oder erinnert ihr euch an irgendeine Kurve in Underground? Ich nicht. Das Einzige, was es da gab, waren hier und da ein paar Sprünge bei manchen Dragrennen. Die fand ich auch schon fast zu viel, aber ja, ich sag mal so, ich habe hier einen kleinen Probelauf gemacht auf einer Geraden auf dem Land, die relativ lang war, aber auch nicht zu lang. Und ja, da waren 2 kleine Kurven drin, die waren noch okay, aber dann kam schon eine Kurve, wo ich mit dem Topspeed schon nicht mehr durchkam. Und ich finde, das sollte nicht sein. Ich finde, du solltest das Dragrennen schon zu Ende fahren können mit Topspeed und nicht, dass du da bremsen musst wegen einer Kurve, weil dann ist es kein Dragrennen mehr, dann ist es schon irgendwie ein High-Speed-Sprintrennen oder so. Und ja, man sollte schon volle Pulle durchscheppern können. Und was die Entwickler natürlich auch beachten müssen ist, vielleicht, dass die Autos nicht zu krass untereinander variieren, weil sonst haben wir das Problem, dann fährt da eigentlich der Bugatti und der Koenigsegg fahren da 400 irgendwas und der Rest halt nicht und dann werden nur diese 2 Autos genommen. Man muss halt schauen, dass man da keine Meta-Builds des Todes hat, sondern dass alle Autos irgendwo
das gleiche Topspeed haben und dass es wirklich mehr darauf ankommt, wie gut du schaltest und wann du dein Nitro einsetzt. Und nicht, dass, ja, ich habe jetzt hier das und das Meta-Tuning, jetzt bin ich hier der King im Ring immer. Ist ein schwieriges Thema, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine und warum ich das so sage, weil es soll ja auch Spaß machen. Man möchte ja natürlich auch mit dem Auto, was man liebt, was man getuned hat, was man gerne sieht, was man optisch einfach, ne, am liebsten fährt, dass man mit dem da auch mithalten kann. Ne? Klar, es ist nicht immer realistisch, wenn irgend so ein Fiat mit einem Bugatti mithält und so, aber meine Güte, in Underground oder Most Wanted war ja auch, da hat auch ein Fiat Punto mal eben einen Porsche Carrera Konkurrenz gemacht. Also, es ist immer noch Need for Speed. Wir müssen jetzt hier nicht super realistisch bleiben. Meine Meinung zumindest. Ja, und so viel auf jeden Fall zu den Drag-Rennen. Da bin ich echt mal gespannt. Man kann natürlich auch sagen, ja, für die Drag-Rennen werden jetzt extra Bereiche angelegt, nochmal neu in der Stadt, vielleicht wird da ein bisschen was umgebaut, längere Geraden und so weiter, oder man muss halt Rennstrecken laden, so wie damals, weil in Underground 1 waren die Strecken auch nicht mit der City verbunden. Klar, wir hatten zwar keine Open-World-Stadt, ne, da hat es ja nicht mehr gereicht zeittechnisch, damit das fertiggestellt wurde, dazu gibt es ja ein Video, wo wir mal eine freie Fahrt gemacht haben durch eine Mod, empfehle ich euch auf jeden Fall da reinzuschauen und die Drag-Strecken waren immer separat geladen, genau wie die Drift-Strecken. Und ja, so viel zum Thema Drag. Ne? Dazu könnt ihr gerne was in die Kommentare schreiben. Ja, und dann kommen natürlich die Drift-Events und das ist eins der wichtigsten Dinge, denn da geht es natürlich auch wieder hauptsächlich darum, wie verändern sie das Handling. Denn Underground war in der Hinsicht auch komplett anders. Wenn du ein Rennen gefahren bist, hattest du ein anderes Handling, als wenn du ein Drift-Rennen gefahren bist. Wirklich. Die Entwickler, also Blackbox hat damals einfach das normale Grip-Verhalten bzw. die normale Fahrphysik und die Drift-Fahrphysik getrennt. Du hattest wirklich zwei verschiedene Physik-Modes, sag ich mal, für das jeweilige Event und dadurch konnte man in Underground halt super geil driften, aber auch wiederum super geil mit dem Auto Rennen fahren, ohne dass er weggerutscht ist. Und ja, ob man das so machen will, könnte man natürlich, ne, dass man so einen Grip-Modus hat. Und Drift-Modus hat man ja im Grunde schon durchs Tuning. Ne? Ihr könnt euch ja entscheiden, tunt ihr mehr auf Handling oder mehr auf Drift. Aber ich finde, das funktioniert leider nicht sehr gut. Ne? Wenn man nicht allzu erfahren ist, schon mal gar nicht. Da kommt man ganz schnell durcheinander und die Autos verhalten sich echt komisch. Die sprechen halt auch viel zu sehr auf Bodenwellen an und so weiter und hüpfen. Das sind Dinge, da muss halt sehr viel gemacht werden. Man könnte jetzt natürlich sagen, gut, wir haben jetzt hier ein spezielles Handling-Modell für normales Rumfahren und so weiter, Grip-lastiger. Und per Knopfdruck können die Leute auf eine Art Drift-Physik schalten, so wie damals in Underground. Und dann ist der Wagen halt besser in Sachen Driften. Das hat geschmeidiger übergeht, ne, die Verkettung von den Drifts und so weiter. Ist natürlich eine Menge Arbeit und ob das einfach mal so umgesetzt werden kann, ist fraglich, weil es wie gesagt auch ein kleines Entwicklerteam ist, das da noch an Anbauen dran sitzt. Also ja, je größer die Aufgabe wird, desto unwahrscheinlicher wird es aber auch, dass das umgesetzt wird, weil naja, die können auch nicht zaubern mal eben so. Und ja, das liegt halt dann in EAs Händen, wie viele sie an Anbau arbeiten lassen und wie viel nicht, ne? Weil da hatte ich auch mal einen lustigen Kommentar bekommen, da sagte einer, was hat ein EA damit und alles zu tun und so weiter. Ja, ohne EA läuft halt nichts. EA ist der Urheber von Need for Speed, die besitzen das Spiel, die haben das Markenrecht, bla bla bla. Criterion ist nur der Entwickler, die haben zwar hier und da freie Hand, aber die werden nie vollkommen selbst entscheiden können, was sie machen, weil ne, am Ende zahlt EA. Ja, und ja, da bleibt mal abzuwarten, was zu machen. Also wie gesagt, in Underground hattest du halt deine eigene Drift-Physik, aber das war nicht das einzige. Du hattest halt auch keine Drift-Strecken irgendwo in der Stadt oder irgendwelchen Bergen, wie jetzt zum Beispiel in Unbound. Da gab es extra abgesperrte Strecken und die waren so ein bisschen auf Industriegebiet angelehnt, aber die waren schon was ziemlich Eigenes. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wollen sie sowas zurückbringen? Das wäre natürlich eine geniale Sache, wenn die vielleicht irgendwo so eine Art Driftpark bauen. Aber gut, ist auch wieder mehr Arbeit, ne? Da müssen wieder Map-Designer ran und so weiter. Das ist auch nicht mal eben so gemacht. Und cool finden würde ich es schon. Also, wenn es jetzt so wäre, dass man irgendwie laden muss und dann in dem Bereich landet, so wie bei Underground damals, okay, kann man mit leben, aber ich würde es schon geil finden, wenn man dann halt auch die Möglichkeit hätte, im freien Fahrtmodus einfach zu diesem Driftpark zu fahren, wo dann halt quasi die Entwickler für Events immer bestimmte
Drift-Konfiguration der Strecke abstecken können. Das haben sie in Underground 1 damals auch so gemacht. Du hattest da ganz viele Kurven und bla 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 bla. Das war einfach ein ganz großes Gelände und da haben sie halt mit Absperrungen dann immer genaue Routen festgelegt. Und da konnten sie dann halt variieren. So könnte man das zum Beispiel machen. Wäre eine Option. Ne, wie gesagt, die Frage ist halt wirklich, wie gut setzen sie das Drift-Handling um? Weil Unbound hat halt wirklich Probleme bei den Autos, wie sie halt in den Drift gehen, wie sie aus dem Drift rauskommen, wie du einen Drift verkettest. Es kommt nicht selten vor, dass dein Heck einfach wegbricht und du in eine Seite, zu einer Seite wegfliegst oder zur anderen Seite. Es ist immer so, teilweise fühlst du dich einfach machtlos und der Wagen ist nicht zu kontrollieren. Natürlich bleibt noch offen, werden Drag-Reifen jetzt zurückkommen mit dem Update. Weil in Heat konnte man zum Beispiel, den RX-7 hatte ich da mit einem richtig guten Tuning, mit Drag-Reifen hat der Wagen sich so krass anders gedriftet. Das hat sich angefühlt wie ein anderes Spiel. Müssen wir mal schauen, ob man sowas wieder hinkriegt oder inwiefern sie halt das Handling so weit bearbeiten, dass sich das einfach viel besser handeln lässt. Aber kann keiner viel zu sagen. Ich sag mal, die Audis haben sich jetzt auch nicht so groß verändert. Klar, sie fahren sich schon besser, aber von der Perfektion ist es auch noch weit weg. Also in meinen Augen sind immer noch teilweise hier und da, je nachdem wie du den Wagen dann eingestellt hast, eine Katastrophe. Aber es ist schon deutlich besser. Und ja, wenn sie mit dem Update Underground, ne, mit den Drift- und Drag-Events richtig punkten wollen, sollten sie halt, wie gesagt, diese Punkte beachten, die ich gerade angesprochen habe. Wie gesagt, Underground, Drag-Rennen, wirklich bitte geradeaus, kommt mir nicht mit irgendwelchen Kurven oder irgendeinem Gedöns. Und ja, bei den Drift-Events, das ist wirklich, da wage ich mich jetzt auch nicht, mich irgendwo festzulegen. Ist halt wirklich fraglich, was genau sie da vorhaben. Wie gesagt, wenn sie sich nach Underground richten, wie sie es gesagt haben, Vorbild Underground, dann werden sie es wahrscheinlich so machen, wie ich es erklärt habe, mit den Drift-Rennen, mit diesen extra Drift-Park oder so. Weil jetzt einfach nur in der Stadt Strecken abzustecken und so weiter, neue Drift-Events, das hat ja dann nichts mit Underground zu tun. Ne? Also Underground-Style sehe ich da dann nicht. Das sind dann einfach nur ja, neue Drift-Strecken. Ne? Und das Handling, wenn sie das verbessert haben, okay, aber mit Underground hätte das ja nichts zu tun. Da kann man also mal wirklich gespannt sein. Was glaubt ihr? Werden die das wirklich sich zu Herzen nehmen, so in Sachen, ja, wenn wir uns an Underground orientieren, dann machen wir das auch so mit so einer Art Driftpark, oder glaubt ihr auch, die werden da einfach irgendwelche Strecken neu machen in der Stadt und so weiter und dann, ja, hier driftet bitte, die Physik ist ein bisschen verbessert, wie findet ihr sie? Ne? Bleibt mal abzuwarten. Ich will jetzt auch nicht schon rummeckern, bevor es überhaupt passiert ist, weil wie gesagt, das letzte Update hat mir gefallen. Und ich hoffe einfach, das nächste wird einfach noch besser. Dass vielleicht noch mehr Autos das neue Handling-Modell bekommen. Dass die sich auch alle ein bisschen geschmeidiger fahren. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Und ja, das könnt ihr auf jeden Fall erwarten. Ja, Underground, wie gesagt, es war einfach eine Legende damals. Und sich daran zu orientieren, ist ja gar nicht mal so schlimm. Und wenn ihr Bock habt, schauen wir uns auch nochmal an, was wir vielleicht dann vom dritten Update erwarten können. Hot Pursuit. Orientiertes Update, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich hatte das schon mal angesprochen, eher gesagt. So, wäre auch geil, wenn man hier Cops and Robbers spielen könnte. Und auf einmal, ja, man könnte meinen, die haben zugehört. Ne, ist natürlich auch immer die Frage, was haben denn diese Influencer da erzählt. Ne? Es wurden ja einige eingeladen und ja, die haben halt natürlich auch alle ihre Geschmäcker. Die müssen halt wirklich aufpassen und sich jetzt nicht nur auf deren Wort verlassen und einfach weiterhin auf die Community achten, wie das Feedback ist und so weiter. Aber wenn sie sich dran halten und das nächste Update so gut wird wie das letzte oder es einfach alles nochmal um so viel besser macht wie das letzte, dann sehe ich da wirklich noch viel Potenzial für Unbound dieses Jahr und viel mehr Potenzial für einen Nachfolger von Unbound. Denn wenn es jetzt einfach nur noch besser wird, wo man sagt, ja, das ist eine Verbesserung, dann lernen die ja auch etwas daraus und in meinen Augen kann man dann schon gar nicht mehr so viel falsch machen beim nächsten Need for Speed Ableger. Aber da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil alles ist möglich heutzutage in der Spielebranche. Deswegen, naja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Freut ihr euch auf das Underground Update? Ein paar Wochen sind es ja noch bis dahin. Und wie erhofft ihr euch dieses Update? Etwa so wie ich? Oder habt ihr da auch eine komplett eigene Meinung? Und stellt euch das alles komplett anders vor. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch für
die ganzen lieben Kommentare unter dem letzten Video. Vielen Dank dafür. Hat mich sehr gefreut, das zu lesen. In dieser schweren Zeit. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Checkt gerne mal meinen Twitch-Kanal ab. Immer mal wieder anbauend, aber auch mal was anderes. Und ich bin raus an der Stelle. Wiederschauen und reingehauen. Hier ist noch ein witziger Bonus für die ganz Treuen, die immer wirklich bis zur letzten Sekunde der Videos bleiben. Danke dafür, by the way. Ich stand hier einfach so rum, weil ich noch ein paar Szenen fürs Video aufgenommen habe. Und dann parke ich gerne mal am Straßenrand und lasse einfach weiterlaufen, während ich das Video bearbeite. Und da kam auf einmal einer und der hat mich richtig belagert, ne? Keine Ahnung, wer von euch das war, aber... Also, da ist echt die ganze Zeit wirklich, da habe ich die Straßenseite gewechselt, wo er kurz weg war. Dann kam er irgendwann doch wieder, also... Gott verdammt, ey, was da abging. Also wirklich, keine Ahnung, ob der mich kannte oder so, aber war schon lustig. Aber ich nehme es mal an, ne? Alter, wo kommt der schon wieder her? Potenzial für Anbauend dieses Jahr und viel mehr Potenzial für Nachfolger. Alter. Keine Ahnung, warum die Autos da auf mein Konto gegangen sind. Aber naja, gut. Wenn ihr mich mal so rumstehen seht, ne? Ja, vermutlich bin ich gerade ein Video am Bearbeiten. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, nehme ich einen kurzen Clip davon auf. Weil da in dem Moment war der Wiederholungspuffer zufällig an. Da brauche ich nur einen Knopf drücken und die letzte Minute war aufgenommen. Aber ja, ist eine ganz lustige Sache gewesen. Ja, einfach rumstehen, Video bearbeiten. Und auf einmal tauchen Leute auf und Chaos bricht aus. Sehr geil.